Lara ist ein ganz normales Mädchen. Sie ist 15 Jahre alt, lebt mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder in einer Wohnung in Hamburg und besucht die 10. Klasse eines Gymnasiums. Doch in einem Punkt ist Lara besonders: sie liebt es zu lernen. Schon als Kind war Lara neugierig. Während andere Kinder draußen spielten, wollte sie wissen, wie Dinge funktionieren. Sie stellte viele Fragen: Warum ist der Himmel blau oder wie entstehen Krankheiten? Ihre Eltern mussten oft in Büchern oder im Internet nach Antworten suchen. Sie waren manchmal überrascht, wie klug Lara für ihr Alter war. In der Schule ist Lara eine der besten Schülerinnen. Sie hat gute Noten in fast allen Fächern, besonders in Deutsch, Englisch und Biologie. Mathematik fällt ihr manchmal schwer, aber sie sagt: Nur weil etwas schwierig ist, heißt das nicht, dass ich es nicht schaffen kann. Wenn sie etwas nicht versteht, bleibt sie länger am Schreibtisch, bis sie es gelernt hat. Ihr Alltag ist gut organisiert. Morgens steht sie um 6:30 auf, frühstückt und geht dann mit dem Fahrrad zur Schule. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. In den Pausen redet sie mit ihren Freundinnen oder liest ein Buch. Nach dem Unterricht geht sie oft in die Stadtbibliothek. Dort ist es ruhig und sie kann sich gut konzentrieren. Zu Hause angekommen, isst sie mit ihrer Familie zu Abend und lernt dann weiter, manchmal bis 9 oder 10 Uhr. Laras Freunde sagen oft: Du bist verrückt. Mach doch mal Pause, aber Lara hat ein Ziel. Sie will später Medizin studieren und Kinderärztin werden. Sie möchte kranken Kindern helfen und etwas Gutes tun. Dafür braucht sie ein sehr gutes Abitur, und sie weiß, dass man es nur mit harter Arbeit erreichen kann. Natürlich macht Lara nicht nur Schule. Am Wochenende geht sie manchmal ins Kino oder trifft sich mit ihrer besten Freundin Mia. Die beiden lernen auch zusammen. Mia ist nicht so gut in Deutsch, und Lara hilft ihr oft beim Schreiben von Aufsätzen. Dafür erklärt Mia ihr Dinge in Mathe. Sie sind ein gutes Team. Einmal pro Woche nimmt Lara auch an einem Debattierclub teil. Dort lernt sie, ihre Meinung klar und deutlich zu sagen. Das hilft ihr nicht nur in Deutsch, sondern auch in Geschichte und Politik. Sie hat sogar an einem Wettbewerb teilgenommen und den 2. Platz gewonnen. Ihre Eltern waren sehr stolz auf sie. Im Frühling schrieb sie eine wichtige Klassenarbeit in Biologie. Die Themen waren sehr schwer: das Immunsystem, Zellbiologie und Genetik. Lara lernte viele Stunden, machte sich Karteikarten und schaute Lernvideos. Am Tag der Prüfung war sie nervös, aber auch gut vorbereitet. 2 Wochen später bekam sie das Ergebnis: eine 1 mit Stern. Ihre Lehrerin schrieb unter die Arbeit: Sehr gut. Du hast das Thema wirklich verstanden. Trotz all der Arbeit bleibt Lara bescheiden. Sie sagt: Erfolg kommt nicht von allein. Man muss neugierig sein, an sich glauben und jeden Tag ein bisschen besser werden. Sie weiß, dass auch schlechte Tage dazugehören. Manchmal ist sie müde oder hat keine Lust, aber sie erinnert sich dann an ihren Traum: die weiße Kittel, das Stethoskop, das Lächeln eines gesunden Kindes. Am Ende des Schuljahres wurde Lara für ihre Leistungen ausgezeichnet. Sie bekam ein Stipendium für ein Schülerprojekt an der Universität Hamburg. Dort durfte sie eine Woche lang Vorlesungen besuchen und mit echten Forschern sprechen. Sie war begeistert und motivierter denn je. Hier ist eine Vokabelhilfe zu 6 Wörtern aus der Geschichte über Lara.
Ich erkläre dir die Bedeutung der Wörter auf Deutsch, mit Beispielen und kurzen Erklärungen, damit du sie dir gut merken kannst. 1. Neugierig, Bedeutung, wenn man etwas wissen will und viele Fragen stellt. Beispiel: Lara war schon als Kind neugierig und wollte wissen, wie Dinge funktionieren. Erklärung: Neugierige Menschen interessieren sich für vieles. Sie fragen oft, warum oder wie funktioniert das? Das ist typisch für Forscher oder Kinder. 2. Das Gymnasium, Bedeutung: eine Schulform in Deutschland, die zur Hochschulreife, Abitur, führt. Beispiel: Lara besucht die 10. Klasse eines Gymnasiums. Erklärung: In Deutschland gibt es verschiedene Schulen. Das Gymnasium ist für Schüler gedacht, die später studieren wollen. Es dauert in der Regel bis zur 12. oder 13. Klasse. 3. Schaffen, Bedeutung: etwas erfolgreich tun oder erreichen. Beispiel: Nur weil etwas schwierig ist, heißt das nicht, dass ich es nicht schaffen kann. Erklärung: Wenn man etwas schafft, dann hat man ein Ziel erreicht. Man kann zum Beispiel eine Prüfung, ein Projekt oder eine Aufgabe schaffen. 4. Die Klassenarbeit, Bedeutung: eine schriftliche Prüfung in der Schule. Beispiel: Im Frühling schrieb sie eine wichtige Klassenarbeit in Biologie. Erklärung: Klassenarbeiten sind Tests, die regelmäßig in der Schule geschrieben werden. Die Note zählt oft für das Zeugnis. 5. Der Debattierclub, Bedeutung: eine Gruppe, in der man lernt, über ein Thema zu diskutieren. Beispiel: Einmal pro Woche nimmt Lara auch an einem Debattierclub teil. Erklärung: In einem Debattierclub übt man, die eigene Meinung gut zu erklären, Argumente zu finden und fair zu diskutieren. Das hilft in vielen Fächern und im späteren Leben. 6. Eine 1 mit Stern, Bedeutung: die beste Note, sogar noch besser als eine normale 1. Beispiel: 2 Wochen später bekam sie das Ergebnis, eine 1 mit Stern. Erklärung: In Deutschland ist 1 die beste Schulnote. Eine 1 mit Stern bedeutet, dass die Leistung außergewöhnlich gut war, fast perfekt.